Ja, im Grunde genommen hat es Diskussionen gegeben über die Preisgestaltung in der DDR. Das hat den Bauern nicht gefallen, weil Nahrungsgüter ja so billig waren, dass sie, wie Brot zum Beispiel, verfüttert werden konnten. Das kann ein Bauer natürlich nur schwer begreifen, dass das Korn, was er von der Saat bis zum Mehl unter seiner Regie hatte, dann auf einmal im Schweinetroch landet. Oder die ganzen Aufkaufpreise, die freien Aufkaufpreise damals. Da haben sich ja einige eine goldene Nase verdient, die haben Gurken angebaut, die haben Spargel angebaut, die haben Tabak angebaut. Die Preise waren ja unwahrscheinlich hoch. Und da haben wir öfters mal auch in der Parteiversammlung das angesprochen und haben auch darum gebeten, dass das weiter nach oben ging. Aber ich weiß nicht, entweder es ist nicht angekommen oder sie haben das ignoriert. Das hat uns nicht gefallen. Und das andere Problem war die Mangelwirtschaft. Du hast da nichts mehr oder nur unter schwierigen Bedingungen bestimmte Dinge bekommen können. Ersatzteile, Dünger war nicht genug da, Pflanzenschutzmittel. Also das hat die Landwirtschaft schon bewegt oder die Landwirte. Wobei ich immer sagen muss, der Ehrlichkeit halber, wir in der AIV, wir waren noch ganz gut bedient, weil wir aufgrund unserer Vorbildfunktion, die wir einnehmen sollten, dann auch mit Fonds etwas besser bedacht wurden. Aber die Tierproduzenten ging ja hauptsächlich um den Leistungsfortschritt in der Pflanzenproduktion. Deshalb wurden die ja auch besonders gefördert, die Pflanzenbaubetriebe. Aber die Tierproduzenten, die hatten es da schon wesentlich schwerer. Und das waren immer die Diskussionen. Auf der einen Seite diese Preise, die keiner verstanden hat. Man hätte auch für ein Schwarzbrot, das 51 Pfennig kostet, hätte man auch eine Mark oder 1,50 gegeben. Jetzt bezahlen wir 3 Mark für so einen oder 3 Euro. Da gab es schon Spannung, und darüber wurde auch heftig diskutiert.